Hallo, ich bin Justin und in diesem Video zeigen wir euch heute einen hilfreichen Trick, wie ihr bei allen USB-Kabeln, die ihr zu Hause rumliegen habt, die Version herausfindet. Ich glaube, jeder kennt's. Jeder hat zu Hause eine Schublade im Schrank, wo voller USB-Kabel sind, oder eine Kiste, bei der man nicht weiß, welche Version die Kabel haben. Vielleicht wollt ihr eine SD an eurem Notebook verwenden, mit der maximalen Geschwindigkeit, die möglich ist, aber ihr wisst nicht, welches Kabel ihr dafür benutzen sollt. Oftmals habt ihr für so ein USB-Kabel keine Rechnung mehr oder keinen Nachweis, mit welchem anderen Produkt dies geliefert wurde, und somit wisst ihr dann auch nicht das USB-Protokoll. Falls ihr mehr zu dem Thema USB-Protokollen erfahren wollt, klickt gerne hier in die Infokarte rein. Zurück zum Thema. Wir zeigen euch jetzt einen hilfreichen Tipp, bei dem ihr ein Windows-Gerät braucht und ein weiteres Gerät. Bei den beiden Geräten müsst ihr aber die USB-Protokolle wissen. Um das USB-Protokoll bei einem Windows-Notebook herauszufinden, geht ihr ganz normal in die Systeminformationen. Da nehmt ihr die Modellbezeichnung, sucht die im Internet und sucht das technische Datenblatt heraus. Dort werden die USB-Protokolle für die verschiedenen Ports angezeigt. Bei Windows-PCs ist der Ablauf gleich. Man geht in die Systeminformationen von dem PC, man sucht diese Modellbezeichnung im Internet, sucht das technische Datenblatt heraus und dort wird ebenfalls die USB-Protokolle für die USB-Ports angezeigt. Für die Leute, die sich ihren PC selber zusammengebaut haben, überprüft einfach mal bei eurem Gehäuse oder bei eurem Mainboard die USB-Protokolle. Das zweite Gerät kann ein beliebiges sein, zum Beispiel ein iPhone oder eine externe Festplatte. Das Wichtige ist aber dabei, ihr müsst das USB-Protokoll wissen. Im besten Fall nehmt ihr ein neueres Gerät, was zum Beispiel USB 4.0 oder USB 3.2 Gen 2 X2 unterstützt. Somit wisst ihr, dass dieses Gerät nicht der Bottleneck sein wird. Mit Thunderbolt 3 oder Thunderbolt 4 seid ihr höchstwahrscheinlich auf der sicheren Seite, da diese abwärtskompatibel sind. Jetzt kommen wir ins Praktische. Dafür braucht ihr die Software USB Device Tree Viewer. Die Software haben wir euch auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wir haben hier eine Samsung T7 Festplatte, bei der wissen wir, dass sie das Protokoll USB 3.2 Gen 2 unterstützt. Wir haben ebenfalls noch ein Asus Notebook, bei dem wissen wir, dass die Ports das USB-Protokoll 3.2 Gen 2 unterstützen. Wir haben hier zwei USB-C-Kabel, bei denen wir die Geschwindigkeit nicht wissen. Das heißt, wir nehmen einmal das Kabel, stecken dies in das Notebook ein. Mit der anderen Seite des Kabels stecken wir das in die externe Festplatte ein. Somit sollte es in der Software jetzt aufploppen. Hier wird es auch schon erkannt. Wir haben jetzt hier über dieses Kabel eine USB-Version, oder besser gesagt ein USB-Protokoll von 2.1. Jetzt prüfen wir noch kurz das andere Kabel. Das heißt, wir stecken das hier wieder ab, auch von der externen Festplatte. Nehmen das andere USB-Kabel, stecken es ebenfalls an denselben Port. Mit der anderen Seite auch an die externe Festplatte. Und sollte es somit hier unten aufploppen wieder. Und wir sehen hier, wir haben jetzt eine USB-Version, oder es sagt ein USB-Protokoll von 3.2 Gen 2. Damit wisst ihr jetzt, dass das schwarze USB-C-Kabel der Gewinner ist in diesem Fall. Wir haben jetzt hier noch einmal ein Thunderbolt-Kabel. Wir stecken dieses Thunderbolt-Kabel in das Notebook ein, mit dem anderen Ende wieder in die externe Festplatte. Es ploppt ebenfalls auf und wir sehen, die USB-Version, also das USB-Protokoll, ist ebenfalls 3.2 Gen 2, also Thunderbolt ist abwärtskompatibel. Ich hoffe, der Trick war hilfreich. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.